Und damit hallihallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Live-Let's Play. Wir knien dahin und werden beten, auf dass die Facecam vom Baume nicht erscheint. Verdammt, hat nicht geklappt. Tja, hallihallo, herzlich willkommen bei einem kleinen Live-Let's Play. Ich habe hier den Twitch-Chat bei mir und es sind gerade ca. 60 Leute anwesend, die mir gerne zuschauen würden, wie ich dieses wunderschöne Spiel spiele. Wenn du mir auch mal live zuschauen willst, dann komm doch einfach auf twitch.tv/Baume. Schleichwerbung ist super, aber das wollen wir gar nicht hören, wir wollen starten und genau das mache ich jetzt. The Beginner's Guide von den Machern von der Stanley Parable. Wie ich ja finde, ein sehr, sehr geiles Spiel. Und wir sollen bitte den Ton einschalten. Hört man das? Haben wir Ton? Ist der Ton da? Ton! Der sitzt da drüben in der Ecke und schielt mich ganz schelmisch an. WASD und Maus haben wir auch. Ja, Hi Ton. there. Thank you very much for playing The Beginner's Guide. My name is Davey Reedon. I wrote The Stanley Parable. Hello. And while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. Oh! And mostly nice. It's just Coda learning the basics of building a 3D environment. Boah, die Boxen, But Alter. what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point, he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made, until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveyWreden@gmail.com. Funktioniert das wirklich? Okay, that's about it for introduction. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Warning. Whisper machine active. Shift destruction imminent. This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Wie bitte was? Achtung! Was für ein You Ding? can click to fire the gun. Ja, wollen wir das wirklich? Die ist ja irre leise. Oh Gott, sie ist leer. Das habe ich ja super gemacht. Das heißt, wir stapfen hier durch die vergangenen Projekte eines angehenden Entwicklers, der die Dinger nie veröffentlicht hat. Die lagen bei ihm einfach so auf dem PC rum. It kind of looks like this game was abandoned mid-development.
For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. Yep. You can't even reload the gun when you run out of bullets. Das stimmt. But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. Begin shield evacuation. Das Spiel hat auf jeden Fall Stimmung. Auch wenn es nicht fertig ist. Aber irgendwie hatte er anscheinend keinen Bock. I love how you can see the bottom of the universe from this room. Ja, da endet das Universum. Das ist schön. Diese Reflexion, das sieht ja gar nicht so doof aus. Halt, ich will wissen, wo es hier lang geht. Nirgends. Ich finde das irgendwie geil. Da hat sich irgendjemand hingesetzt und die ganzen alten Projekte von jemandem genommen, weil er sie geil findet, und ein Spiel draus gemacht. So kreuz und quer durch... Apparently the space station has a labyrinth on it. Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Dankeschön. Kann ich eigentlich auch wieder zurückgehen? Or if you'd really like to solve the labyrinth, you're welcome to do that too. Juhu! Ich will gucken. Na hä, hier geht's ja nur geradeaus. Warte mal, das ist jetzt... Wir gehen ja jetzt irgendwie rückwärts, ne? Dann müssten wir theoretisch hier zurückkommen. Habe ich da schon den Weg gefunden? Ja. Das war ja easy, ne? Doch. Ah ja, das hier war der Eingang. Ich erinnere mich. Juhu, ich hab's geschafft. Okay, finde ich jetzt auch wieder den Weg zurück. Scheiße, jetzt habe ich mich doch wohl nicht etwa verlaufen, oder? Doch, das passt schon. Nein, das passt nicht. Verdammt, hier geht's lang. Ja. Ein Labyrinth auf einem Raumschiff. Das ist eigentlich eine geile Idee. Es hat es noch nie gegeben. Aber warum denn eigentlich nicht? Es wäre eine super geile Verteidigung. Nur die Besatzung weiß, wo es lang geht. Okay, und falls es this is jemand the part entert... that's interesting. The game has this narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? Tja, ist ja nicht so, dass man hier jetzt großartig die Wahl hätte, hm? Ist ja jetzt doof. Let me pause here for a second. Ja. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. But when he first compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. Ah, okay. Wir dürfen es jetzt nochmal mit Bug probieren, okay. Wie geil ist das denn? Ich liebe solche Bugs. Ich finde die geil. The beam causes you to start floating. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Was der sich da für Gedanken macht. Vielleicht hat er auch einfach nur keinen Bock, weil er nicht wusste, wo der Bug herkommt. Und er so, oh, man steigt auf und das ist das Ende. Und vielleicht sind wir jetzt eine höhere Existenz, aber... Die Vergangenheit lag hinter dir. Und jetzt liegt sie nicht mehr hinter mir? Oder wie? Wieso Vergangenheit? Na klar, man schreibt über die Vergangenheit. Ich kann gar nicht laufen. Doch. Yep. In this game, you can only walk backwards. Das ist ja geil. Ach du Scheiße. Und man fällt an den Rändern runter. Sehe ich das richtig? Das sind kleine Löcher.
Ah, willst du mich veräppeln? Hä? Aber was... Guck doch mal. Ach du Scheiße. Ich darf nicht anstoßen, oder was? Oh, ist das ätzend, oder was? Die Vergangenheit lag hinter dir. Ja. Und jetzt liegt sie vor mir, weil ich rückwärts laufe. Das ist geil. Was? So it's a short and relatively minimalist experiment combining motion and narrative. It is less advanced than the previous game, but actually it seems to be more focused, more complete. Code is trying to give it a unique voice rather than simply basing it on a pre-existing trope. Aber interessanter Gedankengang auf jeden Fall. Wenn sie stehen bleibt und sich umsieht, wird es klarer. Die Zukunft? Alter, dieses Rückwärtslaufen macht einen schon ein bisschen fertig. Zumal weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wenn ich eine Wand anstupse, ich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen sterbe. Wegen diesen Spalten da. Aber es kann auch sein, dass gar nichts passiert. Aber als Gamer ist man erstmal dazu verleitet, Abstand dazu zu halten, weil man gelernt hat aus anderen Spielen, man könnte da runterfallen und sterben. Vielleicht passiert ja auch gar nichts. Vielleicht dachte er einfach nur, es sieht schick aus. It's a short little thought, it says what it wants to say, and then it ends. Didn't need anything more than that. Stimmt. Which to me is why it works, because it gets out quick. Okay, next one. Kein überflüssiges Geschnacke. November 2008. Wir gehen durch das Tagebuch eines Programmierers. Ist das irgendwie geil? Das ist irgendwie geil. Wir können hier vielleicht alle noch eine Menge lernen, was Computerspiele betrifft. Hoffe ich doch. Ja, schön. Du betrittst nun den Slenderwald. So kann ich... Na, diese Sichtweite ist ein bisschen anstrengend. Aber wie er anscheinend rumexperimentiert hat mit allem Möglichen. Okay, the meaning of this game won't be clear just yet. Please be patient with me for a few more games and I promise you'll see what makes it interesting. Oh, dieser Kaffee ist köstlich. Oftentimes, Coda would put bizarre titles like this one at the start of his games. Ich habe gar nicht gelesen, ehrlich gesagt. I wish I'd known him at the time that he was making these early games. He would really only talk to me about his work as he was making it. Once he stopped work on a game, like, that was it. It was dead to him. And I don't agree with that at all, but what are you gonna do? Naja, das ist aber auch so, du beschäftigst dich mit einer Sache, du hast vielleicht irgendwas vor Augen, willst irgendwas machen und kommst an einem Punkt, von wo aus, weil du dir kein klares Konzept vorher gemacht hast, die Möglichkeiten, was du jetzt alles tun könntest, sich ins Unendliche auffächern und du denkst dann, oder du hast auf einmal mit einem Schlag unendlich viele Probleme, die summieren sich immer weiter auf und du denkst, ach, scheiß drauf und dann lässt das halt so, dann lässt das so und denkst, ach, ist eigentlich ganz gut so, also ich würde es gerne noch besser machen, aber ich weiß nicht wie. Once you've been slowed to an absolute crawl, the door at the top of the stairs opens. So why, if Coda's not showing these games to anyone, why bother opening the door at all? Well, to show you, I'm modifying the game here so that when you press enter, it'll bring you back up to full speed so you can enter the door for yourself. Könnte ich aber theoretisch auch mit diesem unglaublich langsamen Tempo weiter gefühlt Jahre auf diese Tür drauf zulaufen? Oder ist das so programmiert, dass man zum Ende hin immer langsamer wird? Ich mach mal Enter. So viel Zeit haben wir heute nicht. Da ist tatsächlich was noch drin. Etwas, was die Leute wahrscheinlich niemals erreicht hätten. Gut, nicht, dass es jemals irgendwelche Leute gespielt hätten. Außer wir jetzt. Wir jetzt? Das ist irgendwie ulkig. Die Spiele sind ja nie veröffentlicht worden. Wow, 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 was ist hier los? Du bist die Tür. Du beginnst in einem kleinen Raum. Was? Wow, 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 das fliegt ja alles in der Luft rum. Okay, fangen wir mal. A room that's warm and nice and filled with little ideas for games. U drücken, um aufzugeben. Du bist eine Mauer, die Mauer wird zerstört. Du erhältst eine Medaille. Coda would often tell me that he didn't mind if people thought of him as cold or distant. He said that he knew that he was actually a vibrant and compassionate person, but that it takes time to really see that. It can be a very slow climb to get there. Auf einem X stehen und 3 Stunden lang einen Bären anstarren. Das erinnert mich sehr an The Stanley Parable, wo man das Baby retten muss. Alter Schwede. Das Spiel, das sich der Erzähler ausgedacht hat. Auf die Fische, fertig, los!
Okay. Ups. Schwer durch die Tür. Womit hat er die Spiele eigentlich gemacht? Ich würde hier gerne irgendwie eine Half-Life-Engine oder sowas erkennen, aber das tue ich nicht. Diese Lampen im Boden. Das hat ja auch alles irgendwie so ziemlich den gleichen Stil her, auch von der Qualität her. Well, this is new for Coda. It's an actual puzzle. Go ahead and see if you can solve it. Ui, ich mag Puzzle. Wir haben keine Taschenlampe. Hä? Warte mal, hier ist aber stockdunkel. Können wir dem Rauch folgen? Der hat sich echt an allem Möglichen probiert irgendwie. Ich glaube, der hatte einfach nur Bock, Dinge zu tun, die mit Programmieren zu tun haben. Das ist ein Puzzle? Okay, erstmal auschecken, wie groß dieser schwarze Raum ist. Ist sonst nichts. Durch die Tür kann man auch nicht einfach durch. Nein. Vielleicht wenn ich so mache. Ach, an der Rückseite von der Tür ist noch ein Schalter. Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Das ist geil. Aber wenn man einmal eine geile Idee für ein Rätsel hat, dann will man die auch überall einbauen. Erst recht, wenn man die Spiele dafür noch nicht veröffentlicht hat. Das ist ja geil. Das gefällt mir. Ich mag solche Rätsel. Es gab auch eins bei Day of the Tentacle. Da musstest du, wenn du einen Raum betrittst, um irgendein besonderes Item zu finden, während du im Raum bist, die Tür schließen, weil das Ding auf der Rückseite der Tür hing. Und sonst wärst du nicht rangekommen. Da musst du erstmal drauf kommen. So that seems to be it, right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press enter, it'll remove all of the walls from this room. Okay. Ist das eine Beschleunigung oder gibt es auch hier irgendeine Lösung für dieses Rätsel? Ich nehm's mal. Holy fucking shit. Was hat er denn hier noch vorgehabt? How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the Stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the Stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Vielleicht sind wir ja sein Werkzeug? Sein Spielzeug? Er schickt uns wohin, wo er denkt, du verlässt nun. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the Stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. Da hat sich jemand aber sehr eingehend damit beschäftigt. Oben geblieben ist noch keiner. Das sieht wahnsinnig süß aus. Aber ich glaube, das Haus ist in Wirklichkeit viel größer. Und immer diese dramatische Musik zum Einstieg. Let's talk about video game development for a second. Okay. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Ah, doch, like all Source engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Whoop. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making.
you might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Das ist jetzt nicht unbedingt was, womit ich für meine Engine angeben würde. Also, ey, man kann supergeil lineare, kistenförmige Level damit machen. Das ist das, was die Menschheit braucht heutzutage. Hui. Hui. Ups. Gibt's hier einen Ausgang tatsächlich? Das ist ja Wahnsinn. Kann ich da hin? Ui. Wow. Okay. Rutschen wir da hin? Sehr gut. Boxen? Auf jeden Fall. Korridor? Nicht so wirklich. Ich kann nicht die Treppe runterspringen. Okay. Da hält mich eine... Ach, guck mal, hier ist eine kleine Glasscheibe in der Mitte. So ein bisschen sieht man es, wenn man drumherum läuft. Das ist ja interessant. Hä? Was war denn das für ein Quietschgeräusch? Lange kistenförmige Korridore, alles klar. Ja, ja, Message angekommen. Wir haben lange kistenförmige Korridore. Aber wie kann das Markenzeichen einer Engine sein? Ich meine, das kann ich doch mit jeder Engine. Wieso ist das Markenzeichen der Source? Engine, Hallöchen. What? Hä? Achso. Das sieht aus wie ein Gefängnis. Ach, und ich gehe jetzt hier in mein... Nö. Tschüss. Ich kann nicht da lang, ich kann hier auch nicht lang. Ich kann nur in die Zelle. This prison, funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Das ist sehr nett von dir, dankeschön. This is something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Und das war der Gag. Alter Schwede. Einfach nur eine Box zum Reinlaufen. Wunderschön. Auch hier haben wir wieder diese Glaszylinder in der Mitte. Oh, diese Musik. Ich mag ja Bass. Ich mag auch solche Musik. Oh, wir haben Himmel! Wie oft sind wir denn... Wir sind gerade nur runtergelaufen, ne? Ich liebe solche Momente, wenn irgendwie der Rest der Map anscheinend irgendwo verschwindet. Diese Realitätsverzerrung, oh, dafür liebe ich Computerspiele. Ich finde, das sollte es viel öfter geben. Und wieso kehrt dieses Motiv immer wieder? Das kehrt immer wieder. Das hatten wir auch schon in anderen von seinen Spielen. Ob sie nun spielbar sind oder nicht, aber dieses Motiv der 3 Punkte... schon ein paar Mal gesehen. Erinnert mich ein wenig ans... It's the puzzle again. With the exact same solution as the last time. Ah, das ist toll. Dankeschön. There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise, I'll share with you my interpretation very shortly. Ich finde das toll. Hier nimmt uns einer an der Hand und führt uns durch... die Archive seines Mentors anscheinend. Einfach nur, um mit uns zu teilen, wie sehr er sich über diese Spiele freut. Das ist irgendwie schön. Das hat was. Eigentlich ist es gar kein Computerspiel, was wir hier machen, sondern es ist ein begeisterter Mensch, der uns mitreißen möchte. Das ist toll. Und irgendein Typ, der einfach nur wahnsinnig viele Spiele programmiert. Hey du, kommst du von oben? Here, Coda begins using a kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Die Source Engine hatte eine Chat-Funktion, echt? Wurde die irgendwann mal genutzt in irgendeiner Mod? Man konnte sich mit Leuten wirklich unterhalten? Das habe ich ja noch nie gesehen irgendwo. Sonst war man immer nur entweder der stumme Singleplayer oder so. Das ist ja cool.
Ja, da war ein riesiges Gefängnis. Ja, da schwebten diese farbigen Klötze herum. Was will man denen jetzt sagen? Dass man stundenlang festgehalten wurde? Eine Welt, die ganz weiß war? Ich fand ja die Klötze am besten. Ich rede lieber von den Klötzen. Jetzt etwas Wichtiges. Musst du ein Rätsel mit 2 Türen und Schaltern lösen? Oh, jetzt fragt er auch nochmal nach dem Rätsel, ob wir das lösen mussten. Ja, das war das Letzte, was ich getan habe, bevor ich hierher kam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Darüber möchte ich nicht mit dir reden. Schließlich kennen wir uns doch gar nicht. Ich werde es ihm verraten. Ja, das war das allerletzte, was ich hier gemacht habe. Genau. Perfekt. Jetzt sag uns bitte, wie du es gelöst hast. Verrate uns die Lösung. Sag uns, wie man auf die andere Seite kommt. Ich weiß es nicht mehr. Wie ich es gelöst habe, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern. Ich habe es nicht gelöst, jemand anders hat mich durchgelassen oder glaubt mir, da hinüber möchtest du nicht gehen. Ach, die wollen hier raus, oder was ist das? Ich weiß es nicht mehr, ich habe es nicht gelöst, jemand anders hat mich reingelassen. Nee, was ist denn das dritte? Ich werde mal mit dem dritten antworten, einfach nur um zu gucken, wie die reagieren. Oh nein, aber das ist wichtig. Wir müssen dorthin kommen. Verstehst du nicht? Das ist das Wichtigste auf der Welt. Wir müssen aus diesem Gefängnis entkommen. Es muss ein Ende geben. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche. Können wir noch mehr mit dir quatschen? Da liegen hier Bücher. Und wie er immer den Kopf dreht, also den Würfel, ob er nur gerade spricht oder zuhört. Ich habe das Gefühl... Ups, plops, geht die Wand zu. Die werden wir... Ich habe das Gefühl, die werden wir nochmal sehen, wollte ich gerade sagen. Verdammt. Hallo, Jungs. Schicken Ofen habt ihr hier. Hallo, wie bist du hier reingekommen? Musstest du ein Rätsel lösen? Nein, ich bin schon die ganze Zeit hier. Ja, möchtest du die Lösung wissen? Nein, ich bin schon die ganze Zeit hier. Ich schlage vor, du siehst dir das Rätsel selbst vor Ort an. Es geht nicht um eine Lösung, sondern einfach darum, in einen schwarzen Bereich in der Mitte zu sitzen. Was passiert, wenn ich es löse? Warum sollte ich mich in den schwarzen Bereich setzen? Wer bist du? Das ist das Outro. Ja, das ist das Outro. Oh Gott, die Zeit ist schon rum. Ich glaube, ich habe auch ein kleines bisschen überzogen, aber das ist nicht schlimm. So. Wir machen ein kleines Päuschen hier. Wo sind wir denn gerade? Wir sind im Kapitel 7 und wir befinden uns im März 2009 in der Entwicklungsgeschichte von diesem Mann, dessen Namen ich vergessen habe. Das ist nun wirklich nichts, womit ich bei The Beginner's Guide gerechnet habe. Aber ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwie seltsam wird, dass wir auf jeden Fall fliegende Kisten sehen werden, wenn es sich um ein Spiel handelt, das vom Macher von The Stanley Parable ist. Aber dass man hier durch das Archiv eines verkannten Genies geleitet wird, beziehungsweise von einem Schüler, der seinen Mentor anhimmelt oder wie auch immer. Jemand, der versucht, seine Begeisterung für einen kreativen Kopf mit anderen Menschen zu teilen, indem er einem alles fein säuberlich der Reihe nach präsentiert und erklärt und einen das auch alles spielen lässt. Und hier und da freundlich einen Schubs gibt und sagt, drück mal die Enter-Taste, dann... Ich habe hier noch ein bisschen was gefixt, da waren noch ein paar Bugs. Das ist interessant. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei The Beginner's Guide. Ich bin der Baume. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen und reingehauen. Tschüss.